Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Dev Diary. Heute sitzt neben mir die Stella. Hallo Stella. Hallo Toni. Und ja, heute sind wir so gesehen am letzten Punkt oder beim letzten Schritt angekommen. Wir haben euch ja in den letzten Dev Diaries ausführlich gezeigt, die einzelnen Schritte beim Entwickeln einer neuen Linie anhand der Linie 147. Und ja, heute sind wir beim letzten Schritt angekommen und zwar ist das im Endeffekt das Dekorieren. Und dafür ist ja, bei uns, bei TML Studios, unter anderem die Stella, da die Expertin, kann man ja schon so sagen. Und von daher, ja Stella, führ uns mal ein bisschen in das Thema Dekorieren ein. Wie gehst du vor? Wie machen wir das überhaupt? Vielleicht auch mit welchem Programm machst du das? Das ist ja natürlich jetzt auch alles mal interessant für die Leute da draußen. Okay, also wir sprechen jetzt natürlich über die 147. Da haben wir jetzt hier oben die Ecke vom Bahnhof Friedrichstraße. Da habe ich quasi angefangen zu dekorieren und bin dann langsam, wir können hier mal ganz langsam durchfliegen. Der Teil ist schon soweit fertig. Ja, nicht wundern, die Beleuchtung wird in der Engine immer angezeigt. Auch wenn es eigentlich gar nicht alles an ist. Genau, das ist jetzt quasi der Bahnhof. Hier hinten ist noch nicht dekoriert, deswegen lassen wir das mal. Ja, aber hier sieht man ja schon deutlich, dass du da schon einiges getan hast. Also hier, ich gucke mir halt wirklich an, wie es dann aussieht. Ich kann euch das ja gleich mal zeigen, anhand von Google Maps. Also ich arbeite halt hauptsächlich mit Google Maps. Das heißt, ich würde jetzt, sieht man es ja schon, das wäre jetzt der Stand vom, hier unten steht es, März 2022. Ja. Ich gucke natürlich, dass ich den neuesten Stand kriege, wenn ich den dann bekomme. Das heißt, ich arbeite halt auch mit anderen Websites, zum Beispiel Mapillary. Da sind ganz viele Fahrradfahrer, die da durchfahren. Okay. Das kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Der fährt hier quasi mit dem Fahrrad durch mit einer 3D-Kamera. Und hier sieht man zum Beispiel schon, das ist ein bisschen aktueller, das ist vom 7. Mai 2023. Hilft mir schon enorm. Ist natürlich jetzt von der Auflösung her nicht so wahnsinnig toll, aber sieht halt schon teilweise etwas moderner aus als dann mit Google Maps. Dann schaue ich mir das quasi an, setze hier alles, was wir so an Assets haben, kenne mich da schon relativ gut aus in der Library. Setze ich hier nach und nach ein. Also ich fange halt meistens an mit den größeren Sachen, also die Häuser und so, das steht ja normalerweise alles schon. Und Straße läuft auch schon, Straßenbahn wurde hier dann auch schon für mich gelegt. Und ich fange dann meistens mit den gröberen Sachen an. Also ich setze zum Beispiel zuerst die Lampen hinten, schaue mir an, wo sie genau sitzen, platziere die dann halbwegs genau da, wo sie tatsächlich auch steht. Können wir mal ganz kurz hier einmal... Also mit größeren Sachen meinst du sowas zum Beispiel wie Lampen? Genau, dass ich halt Orientierungspunkte habe, mit denen ich starten kann. Das wäre jetzt zum Beispiel die Lampe. Die ziehe ich mir dann als eines der ersten Sachen hier rein, dass ich mich dann quasi daran weiterarbeiten kann. Dass ich dann von da aus quasi immer an die kleineren Sachen rangehe. Dann gucke ich mir halt die Fassaden von den Gebäuden an und schaue, dass ich die Shops halbwegs originalgetreu nachbaue. Da ist natürlich auch wieder so eine Sache zwischen den unterschiedlichen Jahren. Das wechselt halt in Berlin relativ schnell. Also ist dann meistens nicht mehr zu 100% akkurat, wenn wir die Linie raushauen, aber ich schaue halt, dass es zumindest nicht leer aussieht. Hier zum Beispiel, das war jetzt eine etwas schwierigere Ecke, da waren einfach nicht so viele Shops. Das heißt, habe dann geschaut, dass ich es ein bisschen fülle mit Shops. Hier ist wieder eine Ecke, da ist wieder ein bisschen mehr los. Ja, man sieht ja schon, du kannst wirklich alles Mögliche setzen. Genau, also wenn ich irgendwas brauche, dann wie zum Beispiel Logos von irgendwelchen bestimmten Shops hier, Aldi, Rewe oder so. Dann entweder, wenn wir sie noch nicht haben, dann bastle ich sie mir halt kurz im Photoshop zusammen, dass ich sie mir dann originalgetreu da hinsetzen kann. Jetzt zum Beispiel der Drogeriemarkt hier. Den hatten wir vorher nicht, den habe ich halt an der Ecke gebraucht. Machen wir natürlich jetzt nicht mit allem, aber wenn wir das Zeug öfter benutzen, dann lohnt sich's halt. Jetzt hier zum Beispiel hier drüben, das hat mir die liebe Jan gebaut, diese leuchtenden Kugeln. Ja, das sieht cool aus. Das sieht tatsächlich bei Google Maps nicht immer so aus. Aber dadurch, dass hier ist es zum Beispiel noch da. Das ist halt so ein Eyecatcher. Das ist irgendwie was Besonderes, deswegen wollte ich es unbedingt drin haben. Die leuchten halt auch nachts. Hier zum Beispiel ist dann wieder eine etwas schwierigere Ecke zum Dekorieren, weil hier bei Google Maps ein Fußballbus davor geparkt hat. Da sehe ich dann halt schwer dahinter. Das ist ein bisschen ungünstig. Da muss ich dann halt immer gucken, dass ich unterschiedliche Perspektiven finde. Dass ich dann halbwegs erkennen kann, was hier so dahinter vor sich geht. Ich meine, sowas wie Fahrräder und sowas, das platziere ich natürlich auch ein bisschen willkürlich. Einfach, dass die Straße nicht so leer wirkt.
Also Fahrräder oder Roller gehören auch dazu? Genau, und so E-Roller. Mhm. Die stehen ja auch immer noch massenweise in Berlin rum. Sowas würde ich halt dann eher, nachdem ich sowas wie Lampen, Straßenschilder und sowas platziert habe, platziere ich dann halt die kleineren Sachen. Dann haben wir hier zum Beispiel so Gullideckel oder sowas. Das ist dann eher so die Endphase vom Dekorieren. Aber das gehört auch alles dazu. Also ich persönlich hatte jetzt auf den ersten Blick, wenn ich ans Dekorieren denke, auch gedacht, okay, du dekorierst mit Fahrrädern, mit Gegenständen an sich, aber dazu gehört eigentlich alles, was man sieht. Von jetzt Beschriftung der Läden bis hin zu Gullideckeln. Genau, also wir haben hier vorne mal eine etwas leerere Ecke, da war ich noch nicht dran. Also für alle, die sich hier so ein bisschen auskennen, hier unten ist unter den Linden noch eine alte Strecke. Da werde ich dann auch noch ein bisschen drüber gehen, zumindest an der Ecke hier. Die Friedrichstraße biegt dann hier weiter runter und biegt dann irgendwann links ab. Mhm. Da habe ich auch schon fertig dekoriert, aber ich würde mich jetzt mal hier oben drauf fokussieren. Also hier haben wir zum Beispiel eine Ecke, hier ist noch gar nichts dekoriert. Ja. Weil das Gebäude hat mir Erik erst vor kurzem gebaut. Okay, also da wäre jetzt nur diese Lampe, die da stand. Genau, oder? die Lampen habe ich schon hingestellt, damit Mhm. ich so eine ungefähre Peilung habe, wie das hier aussieht. Ja. Aber da würde ich dann halt anfangen. Ich würde mir das dann halt anschauen, wie das hier genau aussieht. Also würden wir jetzt mal hier unten anfangen. Aber auch mal das cool ist zu halt- sehen, wie es aussieht, wenn es noch leer ist, nackt ist und wie es dann ist, wenn du es auch wirklich dekoriert hast. Also da sieht man natürlich einen riesen Unterschied. Ja, schon. Also hier würde ich mir dann halt angucken, wo genau bei Google die Schilder drin hängen zum Beispiel. Klar kann auch mittlerweile sein, dass das irgendwas anderes ist, obwohl meistens, ja, es sieht noch aus, als wäre es da. Dann würde ich die quasi da reinhängen. Also hier unten haben wir den Content Browser. Das ist jetzt zum Beispiel meine Collection. Okay. Da ist alles Mögliche drin, was ich sehr, sehr häufig benutze. Mit welchem Programm ist das jetzt? Das ist auch alles noch an der Engine. Okay. Das ist quasi nur, da kann ich mir die Assets reinziehen, die ich am häufigsten benutze. Mhm. Also hier zum Beispiel ein Straßenschild. Das wäre jetzt zum Beispiel eine ganz gute Option. Hier sind ganz oft solche Schilder, wo dann Parken nur für Anwohner steht. Ja. Ich meine, ich kenne mich jetzt hier gut aus, deswegen geht es auch schnell. Ich meine, klar, ich kopiere mir auch viel, so ist es nicht. Okay. Nehmen wir jetzt das und hauen hier noch ein zweites Schild drunter. Das steht hier oben zum Beispiel ganz oft. Die sind so, zum Beispiel, das stört mich jetzt schon wieder, da muss das richtige Ticket. Also wir haben klar nicht alle Straßenschilder, aber wir schauen schon, dass das halbwegs akkurat hier ist. Das hier zum Beispiel ist noch ein altes Gebäude, da werde ich dann wohl mal gucken, dass ich das ein bisschen schöner kriege, wie es tatsächlich in der Realität aussieht. Und würdest du sagen, so generell, um, sag ich mal, dekorieren zu können, braucht man dann schon so ein Auge dafür? Ja, schon. Also vor allem für so kleinere Details würde ich schon sagen. Also man muss halt auch ein bisschen kreativ sein. Es ist nicht immer so, dass man Google Maps zur Verfügung hat. Mhm. Also klar, wir gucken schon, dass wir das so akkurat wie möglich machen, mitunter mit Mapillary oder halt von oben dann schauen, was da so für Shops drin sind. Ja. Aber muss halt auch ein bisschen stimmig sein. Also hier zum Beispiel in der Straßenbahnhaltestelle, ich werde hier halt auch noch ein paar Menschen hinstellen, die dann da random generieren, die dann da einfach stehen, dass dann, sonst laufen bei uns ja nur die Leute rum, dass das halt nicht komplett leer wirkt. Ja. Auch die Beleuchtung ist halt so ein Ding. Hier zum Beispiel muss auf jeden Fall noch was rein. Okay, und das gehört dann auch zum Dekorieren, also das würdest du dann auch machen? Ja, also ich mache generell ja auch noch viel anderes Zeug. Ich mache ja auch noch die Straßen anpassen oder so. Klar, das macht mit Timo alles. Ja. Manchmal ändert sich halt aber auch was. Zum Beispiel in der Friedrichstraße weiter unten war halt eine Fahrradzone. Die haben sie ja jetzt wieder rückgängig gemacht. Ja. Aber sowas würde ich dann persönlich auch ändern, wenn ich es schöner fände, wenn es dann halt tatsächlich so ist, wie es auf dem neuesten Stand wäre. Ja. Dass wenn dann die Linie rauskommt und die schon ein Jahr alt ist, auch noch relativ modern wirkt. Okay. Genau. Ja, interessant. Und wenn du jetzt mal, also hast du grundsätzlich, was wir jetzt hier sehen, sind da alle Assets drin, die du zur Auswahl hast? Nee, also das ist jetzt nur meine Collection. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Ich habe halt normalerweise den Content Browser zur Verfügung. Das sind halt alle Assets, die wir irgendwie haben. Also das ist quasi die Library. Genau. Und klar, wir haben auch noch das Modding Center, wo wir uns ein bisschen durchwurscheln können mit Kategorien. Ja. Aber normalerweise suche ich halt schon eher speziell nach Sachen, weil das ist für mich schneller zum Arbeiten. Okay. Wenn ich jetzt hier sowas zum Beispiel suche. Also du hast da ja natürlich dann auch die Erfahrung schon jetzt. Genau. Ich weiß halt, ich kenne die Library ziemlich gut in- und auswendig. Ja.
Das ist wahrscheinlich ein Riesenvorteil dann auch, damit es schneller geht. Haben wir hier zum Beispiel die ganzen 147 Sachen. Hier so alle langsam aufploppen. Okay. Ach, die dann alle speziell zu alle dieser Gebäude, Linie... die irgendwie gebaut worden sind, ja. Okay. Hier schon so ein kleiner Spoiler. Für eine andere Ecke. Das können sich die Leute natürlich dann denken. Ja, die 147 ist vom Dekorieren her jetzt schon relativ weit. Wir sitzen da momentan zu 4 dran, dass die schnell fertig wird. Klar, wir dekorieren alle ein bisschen anders, aber wir schauen schon, dass wir halbwegs den gleichen Standard dann haben. Ja, und weil ich das auch ja, eigentlich jeden gefragt habe bei seinen Schritten, deswegen jetzt auch hier beim Dekorieren, könntest du so eine grobe Zeitangabe geben, wie du so durchschnittlich oder wie lange du durchschnittlich brauchst für so eine Straße oder eine Ecke? Also die Ecke ist natürlich jetzt stark detailliert, weil halt Stadtzentrum, auch sehr bekannt, würde ich sagen, ist ja eine Shoppingmeile. Ja. Also wenn wir jetzt mal hier von oben drauf gucken, ich glaube für den Straßenabschnitt hier von der Brücke bis hier drüben, schon so 3 bis 5 Tage, würde ich sagen. Okay. Ja, hier jetzt zum Beispiel auch dann das ganze Kleinteil, wie hier wie die Straßenbahnlinien. Krass. Das kostet Zeit. Also ich versuche ja, das auch so akkurat wie möglich zu machen. Das ist einfach sehr zeitintensiv. Ja, interessant. Also da sieht man auch mal so ein kleiner Straßen- oder Teilabschnitt, 3 bis 5 Tage. Da kann man sich natürlich dann auch ausrechnen, wie viel oder wie lange so eine gesamte Linie dauert. Klar, du arbeitest nicht allein daran, aber wie gesagt, zu 4 sind jetzt auch, ist ja auch nicht eine hohe Anzahl. Von daher kann man davon ausgehen, dass wir da auch so sehr, sehr viel Zeit auch auf jeden Fall investieren, damit das am Ende dann auch wirklich auch gut aussieht. Genau, wir müssen das halt auch gut aufeinander abpassen, dass jetzt nicht eine Ecke besser dekoriert ist als die andere. Ja. Das sind dann so die Challenges. Ja, cool. Wenn es von deiner Seite aus nicht noch was gibt, würde ich sagen, das war jetzt auch in knapp 12 Minuten ein sehr, sehr cooler Einblick auch ins Dekorieren, in den letzten Abschnitt. Und mich hat jetzt gefreut, dass wir natürlich euch insgesamt mal Step by Step von Anfang bis Ende zeigen konnten, wie wir vorgehen beim Entwickeln einer neuen Linie. Das gab es zuvor nicht so direkt und ich denke, dass es vielen von euch auf jeden Fall sehr gefreut hat. Und in dem Sinne dann jetzt auch dir nochmal vielen Dank, Stella, für deine Zeit. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Life Diary. Ciao. Danke dir, Toni. Ciao.